Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Videomagazin und einem neuen Review meinerseits. Und wir reden heute über einen der besten Dark Rides der Welt. Und zwar Monsters Unchained, The Frankenstein Experiment. Für uns Deutsch der Frankenstein. Und das Ganze ist in Dark Universe. Das ist der Themenbereich von Universal Epic Universe. Das ist ein Freizeitpark, der 2025 komplett neu eröffnet hat. Aus dem Boden gestampft wurde. Der 4. Park von Universal in Orlando, Florida, USA ist. Und gehört damit zum Universal Orlando Resort sowie die Universal Studios, Universal Islands of Adventure und Universal Volcano Bay, was der Wasserpark der ganzen Geschichte da ist. Und jetzt geht es halt um die Monster, die Classic Monsters von Universal in einem eigenen Themenbereich, ein eigenes Dorf Darkmoor, was die Welt voller Mythen und Geheimnisse beinhaltet und halt die Classic Monsters. Das ganze Dorf seht ihr auf jeden Fall ausführlicher hier in einem verlinkten Vlog von mir. Da waren wir auch vor Ort essen in das Steakhouse, glaube ich, haben sie es genannt, also mit so einem ganz komischen Deutsch. Und was wir sonst da alles noch Verrücktes gemacht und gesehen und erlebt haben, seht ihr da natürlich auch. Und das ganze Dorf ist auch so ein bisschen betroffen von dem, was Dr. Victoria Frankenstein macht und ihre Experimente da in ihrem Anwesen durchführt, beziehungsweise ist das Anwesen der Familie Frankenstein, was sie geerbt hat von ihrem Urgroßopa. Und dann sind wir bei der Attraktion, über die wir heute sprechen, und das ist halt Monsters Unchained, The Frankenstein Experiment. Und die entfesselten Monster sollen uns präsentiert werden in einem Experiment von Frankenstein und dann halt bei der Urenkelin Dr. Victoria Frankenstein. Ein unglaublich beeindruckendes Gebäude, ob bei Tag oder bei Nacht. Und im Keller sind ja die Experimente. Man sieht auch Licht im Keller flackern. Es sind Nebelschwaden, die unterwegs sind. Und ja, dieses Anwesen ist so krass beeindruckend, dass das für mich teilweise schon fast irgendwelche Disney-Schlösser in den Schatten stellen könnte. Und die Energien, die da freigesetzt werden und die Actor auf der Straße, die damit auch interagieren und irgendwelche Girls, die mit Violinen rumlaufen und dann passiert im Schloss was, darauf reagieren die, beziehungsweise läuft auch Igor im Dorf rum und man kann auf den treffen. Es ist wirklich sehr, sehr krass gemacht alles da und wirklich eine geile, immersive Experience, einfach nur in Darkmoor unterwegs zu sein. Und es gibt Führungen bei Frankenstein und die Warteschlange stimmt uns da auch schon drauf ein und wir betreten das Anwesen. Und es gibt auch Führungen und an einer dieser Führungen in dem Anwesen von der Familie Frankenstein werden wir teilnehmen. Um das zu machen, müsst ihr mindestens 122 cm groß sein. Das Ganze spielt im Europa 2025, also im Hier und Heute. Und Dr. Victoria Frankenstein ist halt die Urenkelin von Henry Frankenstein und ja, hat nicht nur das Anwesen geerbt, sondern führt auch die Experimente weiter. Und wir werden halt eingeladen, dabei zu sein, wie die größte Errungenschaft präsentiert werden soll, dass man die ganzen Monster kontrollieren kann. Und das Frankenstein-Monster ist der Schlüssel zum Ganzen und das Problem ist aber nur Dracula, weil der hat da nicht so viel Bock drauf auf das, was da so abgeht. Aber vorneweg, wir kommen rein, laufen durch das Anwesen, laufen an verschiedensten Artefakten vorbei, an alten Fotos und an Laborutensilien. Und überall sind diese Energien, diese Schläuche, Kabel, Rohre, whatever mit diesem blauen Licht drin. Hat bei mir so ein bisschen Kindheits-Jugend-Vibes in Mystery Castle und Phantasialand ausgelöst. Da hat man sich auch so in einer krass anderen Welt gefühlt und das jetzt hier nochmal krass neu und modern einfach präsentiert. Also einfach, das ist so gigantisch groß. Da seht ihr auch komplett alles, den ganzen Durchlauf von uns in einem separaten Video. Das verlinke ich euch auch gerne hier mit dem kompletten On-Ride der ganzen Attraktion, wenn ihr da Bock drauf habt. Und nach diesen ganzen vielen Räumen im Schloss, die wir durchlaufen, kommen wir dann auch zur ersten Pre-Show. Und da sieht man dann schon die Fahrzeuge, mit denen wir dann gleich auch starten werden. Und das sind jetzt nicht in der Story, sondern einfach mal faktisch. KUKA-Roboterarme, die kennt ihr entweder aus einem Legoland oder von Harry Potter and the Forbidden Journey. Die Attraktion, die im Hogwarts-Schloss ist, im benachbarten Universal Islands of Adventure oder aus der Autoindustrie. Und das sind halt Roboterarme, an denen eine Bank dran geschraubt ist für 4 Personen, die da mit Schulterbügeln gesichert werden, die bei Monsters Unchained sehr großzügig sind und das Ganze nicht so zugebaut ist wie bei Forbidden Journey. Und da gibt es ein Modell zu, was man schon sehen kann, was jetzt nicht so wild fahren wird, aber
An diesem Modell zeigt man das Fahrzeug, mit dem wir dann durch die Katakomben des Schlosses fahren werden, des Anwesens. Und das ist ziemlich cool, das schon mal so zu zeigen, und das gehört auch zur Story, denn man sieht auch bewusst und extra die anderen Fahrzeuge, während man diesen Ride fährt, und kann die anderen Roboterarme sehen, was ich super spannend und cool finde, was da auch nochmal dieses, ja, krasses Labor, guck mal, was wir hier gebaut haben, voll unterstreicht später bei der Fahrt, die ich jetzt gerade so ein bisschen vorweggenommen habe, damit, aber da wird uns das Fahrzeug halt das erste Mal präsentiert. Ja, danach geht's in die zweite Pre-Show und Dr. Victoria Frankenstein begrüßt uns als krasse Animatronic. Richtig gute Figur, die sich richtig krass bewegt. Das Gesicht ist gemappt. Also da ist eine Projektionsmapping drauf, aber nicht auf einem flachen Bildschirm in Anführungsstrichen, sondern das Gesicht hat halt die Konturen, die man braucht. Darauf wird aber dann das Gesicht projiziert und dann kann sich der Mund zum Beispiel bewegen. Sieht ein bisschen aus, als ob die auf dem Video ein bisschen zu viel Make-up drauf hat. Aber ein krasser Animatronic, die sich heftigst bewegt. Und es kommt auch dann Frankensteins Monster raus. Ist ein bisschen geblendet von uns und diese Animatronic ist gigantisch groß und läuft auf uns zu, was unglaublich krass ist. Und dann acten beide, holen uns ein bisschen ab, erzählen uns ein bisschen was von der Story, was sie uns jetzt zeigen wollen und wie das Ganze laufen wird. Nur kommt dann irgendwie Dracula dann doch noch und hat da ein Problem mit. Dummerweise ist halt Dracula das fehlende Puzzlestück für das Ganze. Wir gehen also dann weiter und es geht in den nächsten Raum. Das ist dann noch quasi ein normaler Wartebereich in Anführungsstrichen. Und da ist auch der Sarg von Dracula offen und ein bisschen was zerstört und Dracula hat sich halt vom Acker gemacht. Großer Einstiegsbereich, wir steigen ein, die Fahrt geht los, wir kommen nochmal bei Igor vorbei, die rechte Hand von Victoria und ja, wir werden nochmal ein bisschen introduced und die Fahrt startet und es ist halt, wie gesagt, dieser KUKA-Arm, der fährt dann durch die Gegend, es ist also ein ja, fahrender Flugsimulator und 4 Leute nebeneinander starten dann in diesem Ride durch und um das einmal im Gesamten vorwegzunehmen, ist dieser Ride voll mit heftigsten, übertrieben guten Animatronics, die unglaublich beeindruckend sind. Damit ich das nicht jetzt jedes Mal bei jedem sagen muss, denn insgesamt hat Monsters Unchained 14 Animatronics, die preislich zwischen 1, also pro Animatronic, zwischen 1 und 6 Millionen Dollar liegen. Für eine Figur. Die haben 14 da drin. Selbst wenn die alle nur eine kosten würden, wäre es ja schon crazy. Aber das sind nur die kleinen Zeitfiguren, die so günstig sind. Günstig. Also wir sind in den Katakomben unterwegs mit dieser großen Maschine, in der wir drin sitzen, kommen bei Igor nochmal vorbei und anschließend schon zum Phantom der Oper. Und das Phantom der Oper guckt einen echt an irgendwann. Sitzt an der großen Orgel mit 14 Orgelpfeifen, die einzelne Flamejets haben, die bis zu 90 cm hoch die Flammen ausspucken können und das synchron zu der Musik, die gerade gespielt wird. Das ist crazy. Dann fahren wir nochmal an Victoria vorbei, die natürlich auch ein bisschen gestresst ist durch das Ganze, was die da jetzt angefangen hat. Und das Monster hilft auch und schließt dann den Energiekontakt und es werden irgendwelche Portale geöffnet und es geht richtig los. Also auch neben dem, also nach Igor, dem Phantom der Oper, ist auch Victoria und das Monster wieder ein krasser Animatronic. Und das alles gepaart mit krassen, echten Effekten und auch Screens werden eingesetzt. Das erste wirklich präsente Screen ist so ein Hintergrund, wo nämlich Dracula auf einmal auftaucht, auch als Animatronic. Da sieht man ziemlich gut den Arm, an dem der hängt, aber Dracula kommt auf einmal so angeflogen. Das ist schon ziemlich crazy und das geht beim ersten Mal, wenn du fährst, auch super schnell und du nimmst nicht so viel von drumherum wahr. Dann wird es ein bisschen komisch, denn wir fahren an so einer großen Molton-Wand vorbei, also wo einfach nur die Stoffbahnen schwarz runterhängen, mit so ein paar ollen Plastikketten vor, wo ich nicht weiß, ob da noch was kommen soll oder ob man da kein Budget mehr hat oder keinen Platz mehr oder ob ich weiß es nicht. Da bin ich sehr gespannt. Und die Fahrt geht weiter. Es gibt einige Särge oben an der Wand, wo dann Screens drin sind, wo Vampirfrauen durchschauen und die Särge gehen teilweise dann auf und es kommen Animatronics da raus. Und das sind halt Draculas Bräute, die da ein bisschen schlechte Laune auch mitbringen. Und dann fängt es immer mehr an, dass du eine Mischung aus echter Kulisse, Animatronics und Screens hast, wo dann Sachen drauf passieren. Victoria kommt nochmal mit einer Armbrust vorbei in einer Ecke.
Dann gibt es noch die Creature from the Black Lagoon, die unten aus dem Wasser rauskommt und richtig krass aussieht. Und die ganze Gondel, in der wir sitzen, die droppt so nach unten und wir kommen zum Wolfmenschen als krasser Animatronic, der dann sich so bewegt, als ob die Animatronic jetzt weiterläuft. Und dann gibt es aber eine Schattenprojektion des Werwolfs oder des Wolfmenschen, die anschließend über 3 verschiedene Screens, die eingelassen sind, weiterläuft auf dem Screen und am Ende von oben als Animatronic wieder auf uns zukommt, wo an der Stelle auch das On-Ride-Foto gemacht wird, beziehungsweise einfach dein Zahnarzt das nächste Bild hat, mit dem der arbeiten kann, weil alle Münder offen stehen und man so geschockt ist, wie krass gerade diese Fahrt ist. Und dann geht es auch weiter und auf dem Screen kommt das Monster uns helfen und gibt dem Wolfmenschen einfach einen Chokeslam. Und es geht in die nächste Szene, wo dann The Mummy ist und der Sarg sich quasi öffnet, wo die Mumie drin ist, und das mit Projection Mapping auf dem echten Sarg, wo das Ganze dann weitergeführt wird. Es gibt wieder so Mixed-Screen-Szenen, bis auf einmal die Mumie als Animatronic von der Decke runterkommt. Und dann geht es auch weiter und in der nächsten Szene kommt Dracula von unten nach oben gesprungen und ey, das ist super wild. Und das Ganze mündet dann darin, dass ja künstliche Sonne von Victoria erschaffen wurde oder hergestellt wurde, die dann mit Hilfe vom Monster und einem großen Spiegel gelenkt wird, um Dracula einfach mal wegzusprengen, der auch als Animatronic in die Luft fliegt. Draculas Bräute fliegen da doch durch die Gegend. Es ist so wild, was da alles die ganze Zeit auf einmal passiert, bis wir dann zum Schluss von einer komplett außer Atem Victoria verabschiedet werden. Alter Verwalter, ich krieg die Tür nicht zu. Was ist das für ein Fahrgeschäft und was passiert da alles und wie viele unglaublich kranke State-of-the-Art Animatronics auf einmal möchtest du in ein Fahrgeschäft verbauen? Ich bin da rausgekommen, ich war einfach sprachlos, ich hatte Gänsehaut, weil mich das einfach so gecatcht hat, weil das so unfassbar war. Sowas habe ich noch nicht gesehen und so ein Geballer an Effekten, kranken Animatronics und echten Sachen halt. Da passiert wirklich, du bist nicht nur vor irgendwelchen Bildschirmen, sondern hast halt super viele echte Effekte. Das Ding ist so gut. Vielleicht der beste Dark Ride der Welt, man weiß es nicht. Rise of the Resistance ist ja auch noch so ein Ding, ne? Man weiß es nicht. Was auch cool ist, halt Universal Classic Monsters, das funktioniert noch. Das ist wirklich alles eigentlich uralter Käse und wirklich oll, und trotzdem funktioniert das als Ride auf jeden Fall, wo ich nur nicht weiß, ist das jetzt für viele entweder einfach generisch irgendwelche crazy Monster oder haben Leute da irgendwie doch noch eine Verbindung zu, oder sind diese Classic Universal Monster einfach so zeitlos, dass die deswegen noch so gut funktionieren, vor allem bei Monsters Unchained, The Frankenstein Experiment. Und einfach 14 von diesen verrückten Animatronics da drin. Das Monster am Anfang, wenn ich das richtig gesehen habe, gelesen habe, ist das 2,74 Meter groß und wiegt 363 Kilo. Digga, ist auch ein Brecher, der Dude. Es ist alles so unglaublich absurd und maximal beeindruckend bei dieser Attraktion. Von außen die Fahrt, die Q-Line, aber auch die Story passt einfach. Das ist wirklich eine grandiose, unglaubliche Attraktion. Monsters Unchained, The Frankenstein Experiment. Fassungslos, immer noch fassungslos, vor allem jetzt, wo ich mich nochmal mit beschäftigt habe, dass wir überhaupt noch leben und unsere Köpfe nicht danach geplatzt sind. Das ist krass. Also, mir fällt mir zu diesem unglaublichen Ride nicht ein, außer ihr müsst das unbedingt machen, wenn ihr es nicht getan habt. Und wenn doch, wie fandet ihr das Ganze? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ich muss mich jetzt erst wieder von dieser unglaublichen Fahrt erholen, obwohl ich noch nicht mal jetzt drin gesessen habe, sondern nur das Video gemacht habe.